Alle sprechen derzeit über einen beginnenden Bärenmarkt und der Finanzsektor ist letzten Monate richtig stark eingebrochen. Deshalb habe ich euch versprochen gehabt, dass wir uns diese Woche Visa und auch Mastercard fundamental bewerten werden. Heute beginnen wir mit Visa. Ist derzeit die Aktie Einkauf oder sollten wir lieber die Füße stillhalten? Das alles nach einem kurzen Intro. Pausiert euch bitte den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch und dann würde ich sagen, legen wir los. Hoffentlich seid ihr gut in die Woche reingestartet und wir fangen immer unsere Fundamentalanalyse mit den Marktdaten an. Wir sehen, dass Visa derzeit bei 321 US-Dollar gehandelt wird. Das sind umgerechnet 271 Euro. Visa hat eine Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden US-Dollar und ein Kursgewinnverhältnis derzeit von über 30. Übrigens für eine Unsere Berechnungen ist das KGV von hoher Bedeutung und auch für die Legende Peter Lynch war es das. Und dann haben wir auf die letzten 12 Monate ein Gewinn je Aktie von über 10 Dollar, also 10 Dollar und 65 Cent. Und der Punkt Dividende, da sehen wir derzeit wird auf die letzten 12 Monate eine Dividende von 2,44 Dollar ausgeschüttet und wir sehen auch eine Dividendenrendite von 0,76%. Aber dazu kommen wir später noch, da gibt es einen viel wichtigeren Punkt, der für die Dividende auch spricht. Dann sehen wir beim 52-Wochen-Hoch und Wochentief, dass wir uns wirklich derzeit im unteren Drittel befinden. Das können wir uns auch noch schnell bei TradingView hier anschauen. Und zwar sehen wir, dass Visa wirklich vom All-Time-High bis jetzt gerade eben über 14% verloren hat. Übrigens, und das muss ich jetzt von vornherein gleich sagen, ich bin selber investiert, das blende ich euch jetzt schnell mal ein. Und ihr solltet natürlich immer bei Menschen wie mir, also ich sage das jetzt einfach so geradeaus, ihr solltet definitiv immer darauf achten, Leute, die selber investiert sind, reden sich vielleicht die Aktie schöner, wie sie in Wirklichkeit ist, obwohl ich wirklich sehr konservativ hier an die Sache rangehe. Und von vornherein noch ein wichtiger Punkt, das alles ist hier natürlich keine Anlageberatung, das soll für euch eigentlich als Motivation dienen, vielleicht kleine Bildungszwecke erfüllen und von meiner Seite aus ist es eigentlich mehr oder weniger ein Unterhaltungszweck. Und dann sehen wir, jetzt gehen wir mal weiter, bei der Kategorie nach Peter Lynch habe ich das Unternehmen unter Star Wars eingestuft, weil es natürlich ein mittlerweile sehr großes und stabiles Unternehmen ist. Also die wachsen zwar weiterhin sehr stark, aber natürlich ist es ein fundamental starkes, stabiles Unternehmen und kein Wachstumswert mehr. Und wir beziehen uns natürlich immer auf den letzten Jahresbericht, also letzter 10K-Bericht und der war vor ein paar Monaten hier im Jahr oder für das Geschäftsjahr 2025. Und beim Beta sehen wir ein Beta von 0,81, das bedeutet, dass hier theoretische Visa schwächer schwankt wie der Gesamtmarkt. Dann sehen wir bei den Wachstumsraten aus der Vergangenheit können wir wirklich sehr schöne Dinge hier sehen. Und zwar einmal der Umsatz. Stimmt, das wollte ich euch gleich mal hier fragen. Wollt ihr eigentlich diese ganzen Beschriftungen in Englisch haben oder wollt ihr die lieber in Deutsch haben, könnt ihr mir gerne mitteilen. Auf jeden Fall hier einmal Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren von über 12%. Dann haben wir das EBITDA, was ebenfalls fast 12% hier erreicht hat und beim Net Income sind es sogar 13%. Dann haben wir ein EPS-Wachstum von über 15%, also wir nähern uns hier sogar den 16%. Und wir kommen jetzt gleich zu einem Punkt, warum auch dieser Wert so richtig stark ist. Dann haben wir beim Free Cashflow einen Anstieg von über 17%. Da werdet ihr auch gleich mal bei den aktuellsten Quartalszahlen richtig positiv überrascht sein. Eine Buyback-Rate haben wir normalerweise hier bei knapp 75%, aber in den letzten 2 Jahren haben wir hier sogar weit über 80% hinbekommen. Buchwert ist nicht der Rede wert, da haben wir kaum ein Wachstum und dann sehen wir aber die Shares Outstandings.
Und das ist ein Punkt, den ich wirklich positiv Visa anrechnen muss. Wir sehen wirklich, wie stark hier Jahr für Jahr Visa eigene Aktien zurückkauft. Und das schlägt sich natürlich für uns sehr positiv auf den Gewinn je Aktie aus, denn natürlich ist ja logisch, wenn der Gewinn durch weniger Aktien im Umlauf verteilt werden muss, dann wächst unser Geld automatisch einfach nach oben. Und übrigens zu einem wichtigen Unternehmen habe ich auch schon ein Video gedreht, wo ich wirklich negativ überrascht war und solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Die Rede ist von Amazon, werde ich euch verlinken unter dem Video und auch in der Infobox. Schaut euch das gerne mal an. Dann sehen wir bei der Dividende ein sehr schönes Wachstum von über 15% und das ist auch der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass wir zwar eine relativ geringe Dividendenrendite haben von 0,76% derzeit zum Aktienkurs, aber wir haben ein sehr schönes Wachstum hier und das ist natürlich, wenn man sich auf die 10 Jahre hier das sogar anschaut, dann haben wir über 17 oder fast hier 18% im Schnitt, das ist wirklich, wirklich stark. Dann schauen wir die aktuellsten Quartalsberichte oder die wichtigsten Daten habe ich hier zusammengeführt. Und zwar, da vergleichen wir immer dasselbe Quartal aus dem Vorjahr und wir sehen hier, dass der Umsatz um 15% angestiegen ist zum Vorjahr, das EBITDA ebenfalls fast 15%, Net Income auch und EPS ist hier wieder, und das ist wieder so ein Punkt, starke über 18% zum Vorjahr angestiegen. Dann Free Cashflow ist, wie gesagt, auch einer der wichtigen Punkte in meinen Berechnungen. Dazu kommen wir gleich, wenn wir über die Modelle sprechen, welche ich hier anwende. Da sehen wir ein Wachstum von über 21%. Und dann haben wir eine Nettoverschuldung von über 14% Anstieg zum Vorjahr. Also wir sehen, dass die Gesamtschulden hier zwar gesunken sind um fast 6%, das ist für uns natürlich sehr positiv anzusehen, aber um über 8,5% ist hier das Cash auch gesunken und das ist natürlich, also das könnte man hier als einen kleinen negativen Punkt bei Visa ansprechen. Dann beim Buchwert sehen wir ebenfalls ein Verlust von 3% zum Vorjahr. Und die Shares Outstandings, da sehen wir genau diese Bestätigung, was ich hier angesprochen habe, dass wir hier zum Vorjahr über 3% weniger Aktien im Umlauf haben. Übrigens, ich habe ein anderes Unternehmen vor kurzem gedreht. Die Rede ist von Apple, werde ich euch auch unter dem Video und in der Infobox verlinken, solltet ihr euch anschauen. Ich muss sagen, Apple ist da der Vorreiter. Übrigens, was mich interessieren würde, ob euch überhaupt solche Analysen auch weiterhelfen. Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Da gibt es so einen kleinen Knopf, den ihr betätigen könntet. Dann werdet ihr natürlich auch bei den anderen Videos immer mit dabei sein und so ein kleines Glückchen, gell? Dann sehen wir beim kombinierten Master Key und jetzt kommt die Erklärung von mir, wie ich hier überhaupt an die Sache rangehe. Und zwar, ich führe 3 verschiedene Bewertungsmodelle durch. Einmal die Discounted Cashflow Variante nach der Legende oder nach der Philosophie von Warren Buffett, aber da beziehe ich mich auf die Free Cashflows und nicht auf die Owner Earnings. Da muss man ein bisschen mehr Erfahrung haben, wenn man natürlich hier mit den Owner Earnings rechnen möchte, aber vielleicht werden wir das in Zukunft mal machen. Dann haben wir die PEG-Variante, welche ich hier anwende. Das ist natürlich die Berechnungsmethode von der Legende Peter Lynch. Die habe ich aber hier ein bisschen abgeändert. Das muss ich hier einfach an der Stelle schon mal sagen. Da schaue ich mir die KGVs aus der Vergangenheit an und dann nehme ich mir einen Durchschnitt raus oder ich schaue, wie hat sich das KGV eigentlich in den letzten Jahren hier verändert in dem Unternehmen. Ist es gestiegen, ist es gefallen? Und das beziehe ich dann für meine Berechnungen. Und das dritte Modell ist das Enterprise Value EBITDA Ratio. Und alle 3 Modelle, und das muss ich jetzt auch nochmal erklären, die bekommen natürlich 3 Szenarien. Das heißt, ich führe eine konservative, eine moderate und eine optimistische Bewertung durch. Und wir sehen auch hier bei den Wahrscheinlichkeitsgewichtungen, dass die Discounted
Cashflow-Variante hier 50% bekommt, also die höchste Gewichtung, was hier dementsprechend in das Modell einfließt. Aber das mache ich natürlich aus dem Grund, weil in meinen Augen einfach das Modell hier auch das stärkste ist. Und dann sehen wir, und das können wir uns jetzt mal anschauen, hier zum aktuellen Aktienkurs haben wir 321 US-Dollar. Gewichteter fairer Wert, was ich berechnet habe, sind hier über 370 US-Dollar und kombinierter MOS-Preis, also Margin of Safety Preis, hier knapp über 300 Dollar. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, aber warum ist der Wert hier in Euro grün? Dazu komme ich gleich. Wir sehen aktueller Aktienkurs 271 Euro, knapp 320 gewichteter fairer Wert und dann haben wir kombinierten MOS-Preis 255 Euro. Und warum? Ja, weil der Dollar jetzt im Moment richtig schwächelt und der Euro halt deutlich hier stärker ist. Aber wir beziehen uns immer natürlich bei den Berechnungen auf die Börse, in der natürlich die Aktie auch gelistet ist und im Falle von Visa ist es halt die US-Börse. Und dann haben wir unten beim Master Key sehen wir eine abfallende Wachstumskurve oder Wachstumsrate in die Zukunft. Das mache ich bei allen Unternehmen so, vor allem bei denen, die wirklich schon sehr groß sind und sich etabliert haben. Denn wir können nicht einfach davon ausgehen, dass wir mit derselben Wachstumsrate hier in die Zukunft weiter wachsen. Das funktioniert einfach nicht. Und in der Grafik hier auf der rechten Seite sehen wir, dass ich eine Prognose hier habe von 558 US-Dollar im Jahre 2030. Und was ich noch sagen muss, wenn ich natürlich mein Modell immer fertig habe, dann schaue ich mir immer an, was haben hier überhaupt die Analysten für Wachstumsschätzungen, und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich überrascht, denn wir haben hier wirklich nach meiner Berechnung einen relativ fairen Wert derzeit, den wir bezahlen würden für diese Aktie, und ich habe aber sehr konservative Wachstumsschätzungen hier angenommen, also immer so zwischen 9 und 12 in verschiedenen Modellen, und die Analysten gehen hier immer von im Schnitt gerade derzeit von 13 bis 15% aus. Und da sehen wir einfach dementsprechend, lieber rechne ich ein bisschen konservativer, dass ich natürlich zu optimistisch rechne und am Ende des Tages werde ich dann negativ überrascht sein. Also lieber habe ich das jetzt so und nicht anders. Und dann bei der Checkbox sehen wir, da können wir uns die letzten Sachen hier nochmal anschauen. Also hier hat wirklich Visa 7 von 7 Punkten erreicht, und wir sehen wirklich, dass das Unternehmen ein sehr stabiles Unternehmen ist. Ein ROIC-Wert von weit über 30, das ist phänomenal. Auch der ROE-Wert ist über 30 hier. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich vielleicht mal die ganzen einzelnen Punkte hier mal ein kleines Video dazu mache, dass ihr wisst, welcher Wert was überhaupt bedeutet, könnt ihr mir gerne mal auch dementsprechend mitteilen. Und dann sehen wir, und das ist zum Beispiel der Punkt, den ich am liebsten mittlerweile bei Aktien hier sehe, da habe ich mich ehrlich gesagt damals gar nicht auf diesen Punkt immer so bezogen, aber ist die Buyback-Rate, und ich finde die phänomenal hier mit 2,38%. Und in dem Sinne, das ist jetzt meine Berechnung zu Visa. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ihr könnt mir so ein kleines Däumchen dalassen, falls ihr weitere Videos oder wenn ihr diese Videos auch feiert. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir werden in den nächsten, denke ich mal, 2 Tagen Mastercard dann auch vergleichen, und dann, wie gesagt, kommt dann noch das letzte Duellvideo am Ende der Woche dann raus, wo wir die 2 Aktien gegeneinander stellen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal, wenn wir was Neues berechnen. Ciao, ciao.